YouTube hat jetzt auch offiziell die 3-Minuten-Shorts angekündigt. Die Zusammenfassung der Neuerungen habe ich euch natürlich oben nochmal verlinkt. Und wie versprochen haben wir auch ein paar Nachfragen gestellt. Zunächst einmal für den Namen. Lange Shorts ist ein Kackname, da sind wir uns alle einig. Hosen bzw. Pants ist im Englischen schon geprägt. Für Videos war mir auch ein neues Ding. Dann Maxi-Shorts und Compacts wurden bei uns in den Kommentaren genannt. Es wurden darüber hinaus noch Minis und Ü-Shorts bei anderen Creatoren genannt. Es ist alles irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Ich würde es jetzt erstmal bei Compact belassen für diese Folge, aber ihr könnt weiterhin gerne Namensvorschläge unten reinschreiben. Vielleicht finden wir ja irgendwas, worauf wir uns einigen können. Gut. Absolut berechtigte Frage, die letzte Woche gestellt wurde. Zählen Compacts jetzt eigentlich zur Wiedergabezeit oder zu den Shorts-Aufrufen, wenn es um das YouTube-Partner oder um die YouTube-Partner-Voraussetzungen geht? Compacts zählen zu den Shorts-Aufrufen. Das ist die einfache Antwort. Die kompliziertere Antwort ist: Allerdings kann es passieren, dass die YouTube-Studio-Monetarisierungsseite und die Inhaltsseite, sprich da, wo ihr eure Videos und Shorts seht, in der Umstellungsphase das nicht korrekt anzeigen. Das heißt, es kann passieren, dass euch Compacts als Videos angezeigt werden und die tatsächliche Wiedergabezeit, die diese erarbeiten, auch auf der Monetarisierungsseite sichtbar ist. Aber im Backend ist es korrekt getrackt. Das heißt, sobald das Backend umgestellt ist, verschwindet diese Wiedergabezeit und die Shorts-Aufrufe werden zu den Shorts-Aufrufen dazu addiert. Ja? Nur, dass ihr euch nicht aufregt, warum da ein bisschen Switcheroo ist, aber es ist eine Umstellung und da müssen wir jetzt alle durch. Passiert. Gut, wir haben auch extra nochmal nachgefragt, wie die Compacts vergütet werden. Es ist ein anderes Vergütungsmodell in der Zukunft nicht ausgeschlossen, aber zunächst nicht geplant. Das soll heißen, Shorts bzw. Compacts werden auch weiter gleich vergütet. Ja, gut, da haben wir natürlich auch schon mal ein Video drüber gemacht, habe ich euch auch nochmal oben verlinkt. Gut. Als nächstes haben mir aufmerksame Zuschauer wieder etwas zukommen lassen, und zwar einen Screenshot, der die Bedeutung von Shorts für YouTube-Streamer natürlich nochmal deutlich wichtiger macht. Dabei testet YouTube eine Benachrichtigungsaufforderung für geplante Streams als Pendant zum Live-Ring. Wir erinnern uns, der Live-Ring ist der rote Ring um ein Profilbild, wenn ein Creator gerade live ist, und wenn der Creator nicht live ist, aber einen Stream geplant hat, soll halt diese Benachrichtigungsaufforderung kommen, so nach dem Motto, nächster Stream in XYZ Stunden und jetzt benachrichtigen Pipapo. Und zwar passiert das auf allen Shorts des Creators, solange ein anstehender Stream geplant ist und der Creator gerade nicht live ist, ja, weil sonst würde er ja dann den Live-Ring bekommen. Soweit, so gut. Okay. Eine Anfrage zu dieser Funktion ist bereits bei YouTube eingereicht, allerdings bekommen wir wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Woche, vielleicht auch erst später, mehr Informationen dazu. Jetzt den Kanal abonnieren, damit ihr sowas nicht verpasst, und dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Gut. Egal was ist, habt das allerdings bei der Planung eurer nächsten Livestreams im Kopf. Ja, ich kenne immer noch viele Leute, die einfach die Stream Now-Funktion verwenden, weil sie halt, ich sag's mal harmlos ausgedrückt, ein bisschen einfacher zu verwenden ist als Stream planen. Es ist aber durchaus sinnvoll, die geplante Stream-Funktion zu nutzen, anstatt Stream starten. Unter anderem, weil ihr dann von solchen Sachen einfach profitiert. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, macht gefälligst Shorts. Ja, und das heißt, eure Shorts sind eure Grundlage dafür, um in Livestreams wachsen zu können. Es ist nun mal so. Und das ist, ich sag's mal, das ist für Creator, die auf anderen Plattformen streamen, so. Die haben Kurzinhalte und teilen die unter anderem auf YouTube oder auf TikTok oder auf Instagram. Und für YouTube-Streamer ist es ja genauso, nur dass ihr hier nicht mal das Produkt wechseln müsst. Das heißt, ihr müsst keine zweite App aufmachen, um von einem Short zu einem Livestream zu kommen. Sondern ihr könnt es einfach direkt verlinken, beziehungsweise es ist eine native Funktion. Das ist, ihr müsst halt nicht mal irgendwas verlinken, es wird direkt angezeigt, wenn ihr live seid oder wenn ihr plant, live zu gehen. Deswegen behaltet das bitte im Hinterkopf. Gut, wir werden auch in naher Zukunft ein kleines Tutorial machen, wie man seine Streaming-Software, in dem Fall OBS, dazu nutzen kann, a, eine vertikale Szene einzurichten, b, wie man dann einen 5-Minuten-Buffer einrichtet für besagte vertikale Szene und wie ihr dann per Knopfdruck rückwirkend gutes Material einfach speichern könnt, damit ihr 5 Minuten Material habt, aus dem ihr euch dann Kram zusammenschneiden könnt. Ja? Finde ich, ist eine super wichtige Geschichte.
zeigen wir euch natürlich, wie das geht. Gar kein Thema. Ne? Ihr könnt euch ja auch schon mal in den Kommentaren darauf freuen. Und zum Schluss, vielen lieben Dank fürs fleißige Teilen und Kommentieren. Letzte Woche war ein unglaubliches Fest. Wir sind jetzt mittlerweile schon fast bei 1100. Also überrascht mich selber, dass es auf einmal so schnell geht. Aber finde ich natürlich geil. Ihr habt natürlich weiterhin bis zum 12. Oktober Zeit, ein orangenes Herz und einen netten Kommentar dazulassen. Und die Kommentare, die mir am besten gefallen, die schreibe ich an, dass die auch irgendwie so eine tolle KP bekommen. Und ja, noch ein YouTube-Beutel. Ihr wisst Bescheid. Ne? In dem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann nächste Woche zu weiteren YouTube-Updates. Bis dahin macht's gut und haut rein.